Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Jürgen aus der Bastelgarage und für euch habe ich heute hier was mitgebracht. Und zwar ist das hier, ich packe es mal gerade aus. Von der Firma Adler Focus 5 Streichmaße, die ich alle für euch heute verlosen werde, beziehungsweise nächste Woche. Was ihr dazu tun müsst, kommt gleich im Video. Aber erstmal will ich euch mal zeigen, was das Ganze überhaupt ist und wofür man das brauchen kann. Die Problematik ist, glaube ich, eigentlich jedem bekannt. Ihr habt ein Stück Holz und wollt, dass der, zum Beispiel wie hier jetzt der Länge nach durchschneiden. Dann habt ihr das Problem, ihr zeichnet das mit zum Beispiel einem Zollstock an. Nehmt hier 2 cm, hier nochmal 2 cm. Dann müsst ihr irgendeine Leiste haben. Bei mir fängt das schon an, dass ich mir das jetzt hier zu kurz angezeichnet habe. Das Lineal ist zu kurz. Ich muss also hier hin, um das nochmal neu anzuzeichnen, damit das passt. Und muss dann hier eine Linie entlang ziehen. Da sieht man schon, das Ganze verrutscht mir die ganze Zeit. So, und ich kann es auch nicht bis zum Ende hier durchzeichnen. Es gibt natürlich auch solche Sachen hier zum Beispiel, das habe ich dann auch ausprobiert. Ich muss mir nur ein anderes Maß gerade einstellen. Das zeichne ich hier an. Damit klappt das schon was besser, kann man machen, aber da schon ist die ganze Geschichte verrutscht. Und das geht einigermaßen, aber ich habe dann wie hier zum Beispiel tatsächlich hier eine Kurve drin. Und hier, ich weiß nicht, ob man das von da aus sehen kann, einen leichten Versatz. Dann habe ich es ausprobiert mit so einem Dreieckswinkel. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut, hat aber für mich so ein bisschen den Nachteil, das Ganze ist auch ein bisschen wackelig. Hier kann ich jetzt anzeichnen und kann die Linie dann hier entlang führen. Kann man aber, glaube ich, hier vorne schon sehen, beim Ansetzen ist das ganze Ding schon verrutscht. Irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Ihr kennt das alles, oder wenn ihr das Holz quer anmalen wollt, dann halt mit dem Winkel. Aber ihr müsst vorher halt genau die Entfernung anzeichnen, sage ich mal. Hier, ich sage bei 17 cm mache ich zum Beispiel einen Strich, muss das anzeichnen und dann kann ich erst hier diesen Querstrich einziehen. Alles viel zu kompliziert, viel zu langwierig. Dann bin ich natürlich auf die Idee gekommen, mir so ein Streichmaß selber zu bauen. Hat auch am Anfang ganz gut geklappt. Mittlerweile fängt an, dass die Skala hier zu verkratzen, das heißt die Farbe geht langsam ab und ich habe das Problem, schaut mal, wie schräg das Ganze ist. Das ist nicht hundertprozentig. Also es fehlt tatsächlich die Exaktheit. Klar kann ich das hier mit anzeichnen, aber dadurch, dass das eventuell hier verwinkelt, geht das doch irgendwie schräg, geht das ab. Da habe ich mir dann vor gut 1,5 Jahren dieses Streichmaß gekauft. Das ist jetzt meins selbst gekauft, auch von Adler Focus. Und ich muss sagen, das ist bis jetzt das Beste, was ich überhaupt jemals hatte. Das Ganze hier kann man wirklich toll, für die, die es nicht kennen, ich glaube, die meisten kennen so etwas. Man stellt halt hier einfach die Entfernung ein. Hier habe ich jetzt zum Beispiel bei 5 cm. Das kann man auch Millimeter genau einstellen. Da sind Skalen dran pro Millimeter. Ich lege das einfach, sagen wir hier, für quer abzuschneiden, mache ich das hier und ziehe das hier rüber und habe einen exakten Abstand. Und das Schöne ist, ich muss nicht wie mit dem Zollstock jedes Mal wieder neu messen und hin und her, sondern ich drehe das einfach rum und habe auf der anderen Seite genau denselben Abstand. Ich stelle das Ganze hier auf 2 cm und ziehe das hier entlang. Und das ist hundertprozentig gerade. Drehe das Ganze wieder rum und auch die Seite ist exakt 2 cm weg. Also das ist bis jetzt das Beste, was ich überhaupt in dieser Richtung gefunden habe.
Hiermit kommt man wirklich unheimlich schnell voran. Es verrutscht nicht und auch geht kein Strich daneben. Das einmal eingestellte Maß kann man ohne Wackler an mehreren Stellen optimal wirklich exakt übertragen. Es spart unheimlich viel Zeit und es ist absolut made in Germany, in Deutschland komplett gefertigt. Der Hauptsitz ist in Hannover. Die Einzelteile werden in ganz Deutschland gefertigt. Das Streichmaß wurde auf die höchste Genauigkeitsstufe, das ist EG römisch 1, heißt das Ganze, überprüft. Und zwar wird das meistens durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig überprüft und zugelassen. Die Messskala ist tiefengelasert und der Holzanschlag, der besteht aus einem Mehrschichtanstrich, eine Mehrschichtlack. Und zwar, das habe ich selber schon gespürt, der ist sehr, sehr glatt. Der geht also wie Butter hier an der Seite entlang, ohne dass das hakt oder sonst etwas. Ich benutze jetzt dieses Streichmaß seit etwas länger als 1,5 Jahren und ich muss sagen, es hat keinen Millimeter in der Präzision nachgelassen. Es ist wirklich das optimale Ding. Ich würde sagen, das ist ein Teil, das ich meinen Kindern vererben würde. Und auch die, ich zeige das mal jetzt hier oben, die Bewertungen sind einfach phänomenal. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz recht herzlich bei der Firma Adler Focus bedanken, die mir 5 von diesen Streichmaßen zur Verfügung gestellt hat. Wie gesagt, das hier ist mein eigenes. Und um es für euch zu verlosen. Nochmal recht herzlichen Dank an die Firma. Ja, jetzt zur Frage, wie kann man gewinnen? Eigentlich ganz simpel. Ihr schreibt einfach unten in die Kommentare Hashtag Adlerfokus, Fokus mit K bitte schreiben. Und ich werde nächste Woche eine Ziehung, eine Verlosung, die Ziehung werde ich dann nächste Woche Samstag bringen. Und dann wollen wir mal sehen, wer die 5 Leute sind, die gewonnen haben. Und für alle, die bei der Verlosung leider leer ausgehen, findet ihr unten in der Beschreibung einen Link, wo ihr die ganze Geschichte auch selber bestellen könnt. Es lohnt sich. Wir haben heute den 17. September 2022. Ihr habt Zeit bis Freitag, den 23. September, 0 Uhr, und da eure Kommentare zu schreiben. Danach werde ich dann alle Kommentare in einer Verlosung öffentlich am Samstag, den 24. September, bekannt geben. Bitte meldet euch dann, das werde ich aber noch bei der Verlosung sagen, mit eurer Nachricht bei mir. Falls es irgendwen gibt, der sich nicht meldet darauf, werde ich zusätzlich noch mehr Leute ziehen und die werde ich dann nochmal erneut anschreiben. Aber wie gesagt, ihr müsst euch bei mir melden, damit ich weiß, wohin ich das Ganze schicken sollte. 5-mal Adler Focus im Wert von jeweils fast 30 €. Ich denke, das ist doch mal was. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ich sage danke, bis demnächst. Gruß, euer Jürgen.